Willkommen zurück bei Front of Stage with Euphoria! Hi, ich freue mich sehr, dass du heute auf meiner Couch sitzt. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich bin erst vor kurzem angekommen. Es schüttet ja urarg draußen. Deshalb bin ich gerade froh, im Warmen zu sitzen. Der Ventilator ist ein nicer Touch für die kühle Luft. Aber ja, ich freue mich irrsinnig sehr, am Frequency wieder zu spielen und dieses Jahr einfach auf der Mainstage im Nightpark, was einfach so surreal für mich ist, weil das Frequency war das erste Festival, was ich jemals besucht habe. Mit so 16, 17? Nein, 17 war ich. Wie lange ist denn das her? Ich bin jetzt 24, das sind 7 Jahre. War das richtig? Habe ich das richtig gerechnet? Ich bin so schlecht im Kopfrechnen, das sage ich jetzt schon mal. Aber ja, es war vor 7 Jahren und ich habe da auch das erste Mal gecampt und das war auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich gecampt habe, weil ich einfach nicht schlafen konnte, es war so heiß. Also es war um 6 Uhr in der Früh musste ich mit dem Kopf aus dem Zelt schlafen. Einfach nur, weil ich so lange in meinem Nightpark war, dass ich heimkommen bin zu dem Campingplatz, zum Zelt, wo es schon so heiß war, dass ich einfach immer mit dem Kopf aus dem Zelt schlafen musste. Und das war das letzte Mal, dass ich jemals gecampt habe. Also krass. Aber ich habe gute Erinnerungen an das Frequency auch natürlich. Das ist ja keine schlechte Passier. Nicht, gar nicht. Ich meine, heutzutage wäre es, glaube ich, noch schlimmer, weil der Sommer ist jetzt irrsinnig heiß. Ja. Also ich kann beteuern, das Campen war heftig. War heftig, Jahr, oder? Dieses Jahr war es heftig. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, du warst das erste Festival und jetzt spielst du Mainstage Opening. Wow. Krass. Wie fühlt es sich an? Surreal. Ich glaube es erst, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich habe sie vorhin beim Reinkommen das erste Mal gesehen, so mit den eigenen Augen. Wir haben davor Leute Videos geschickt, so wie es ausschaut, aber jetzt habe ich es so gesehen und ich dachte mir so, ich mit meinen 1,62 stehe da. Ich hoffe, die haben so ein kleines Podest für mich, weil ich bin echt klein und teilweise sind die Tische auch viel zu hoch. Also ich hoffe, ich sehe dann auch gut von der Crowd, weil die Bühne ist einfach so riesig und es ist eine absolute Ehre. Also letztes Jahr durfte ich die Second Stage im Nightpark öffnen und wir haben den Raum, glaube ich, innerhalb von 6 Minuten voll gefüllt und das war auch so ein surreales Erlebnis, zu sehen, wie diese ganzen Leute angerannt kommen und ich wünsche mir dasselbe für heute Abend eigentlich. Das wirst du auf jeden Fall schaffen. Dankeschön. Da bin ich mir 100% sicher. Dankeschön. Deine Energy ist ja schon mal on top. Danke. Aber wie bereitest du dich normalerweise auf sowas Besonderes auch vor? Ich glaube, es ist so wochenlang Preparation davor, also viel so, welche Lieder spiele ich? Ich spiele ja doch recht früh, also Viertel nach 11 ist recht früh für meine normalen Uhrzeiten, da fange ich halt so ab 2 Uhr in der Früh erst an zu spielen. Das heißt, ich habe schon überlegt, dass ich einfach auch viele Bootlegs einbaue, viele Tunes, wo Leute die Lyrics kennen, wo sie auch mitsingen können, einfach nur, um ihnen ein bisschen einen sanfteren Start in den Abend zu geben, weil es spielt ja dann noch Coven, Netsky, Sigma und Mackie G und ich finde, da ist es halt auch wichtig, dass ich meinen Teil an diesem Line-Up sehe und mir denke, okay, ich hau jetzt nicht gleich voll auf den Mund. Du darfst schimpfen. Ich darf schimpfen? Ich hau nicht auf die Fresse heute. Schon ein bisschen. Bis zur Richtung das Ende meines Sets spiele ich schon viel härter, aber ich habe mich schon darauf fokussiert, dass ich schaue, dass das Set irgendwie einen schönen, dynamischen Aufbau hat. Einfach nur damit für die Leute, die einfach gerade reinkommen, nicht gleich sich denken, oh mein Gott, was macht sie da? Ja. Sondern, ja, und das ist halt die ganze Vorbereitung mit, welche Lieder spiele ich da, welche Lieder, die ich sonst nie spiele, weil sie einfach nicht so sehr ballern, sondern das war einfach wochenlang Vorbereitung, immer nebenbei beim Spotify hören, Sachen abspeichern in die Frequency-Playlist, die Tracks dann kaufen, analysieren, versuchen zu kombinieren in meinem Recordbox, in meinem Programm, in dem ich meine Sets vorbereite und dann einfach nur hoffen, dass es hinhaut. Und es hat immer funktioniert. Also ich habe schon oft Opening-Slots gespielt und es haben immer Leute gutes Feedback gegeben, deshalb bin ich zuversichtlich, dass das heute auch richtig geil wird. Und wie bereitest du dich so ganz privat kurz davor vor, so bevor du on the stage gehst sozusagen? Also gibt es da eine kleine Rituale, Tradition, die du machst? Naja, wenn ich gerade also ich spiele hauptsächlich im Ausland, ich spiele allgemein nicht so viel in Wien oder Wien-Umgebung, aber wenn ich im Ausland bin, dann schreibe ich immer meinem Freund, so, dass ich ihn liebe und er ist halt auch als DJ berufstätig, das heißt, wir spielen oft, er spielt am Freitag in irgendeinem Land, ich spiele in einem anderen Land, teilweise kann ich ihm schreiben, so ja, ich spiele jetzt und er ist gerade am Spielen oder ist gleich fertig mit Spielen, das heißt, ich kann immer diese Nervosität oder nicht mal Nervosität, ich würde es eher Aufregung nennen, weil ich mich so sehr darauf freue, auf die Bühne zu kommen, dass ich das mit jemandem teile. Und heute habe ich halt so 10 Freunde von mir mit und alle dürfen Backstage sein und ich werde einfach mit denen den ganzen Tag, einfach die ganze Zeit mit denen verbringen und das ist der beste Push, wenn ich weiß, Leute um mich herum sagen mir, es wird alles gut. Wenn ich jetzt mal diese Stage Fright haben sollte, dieses Lampenfieber, aber Gott sei Dank ist das mehr
eine Aufregung anstatt eine Angst oder Nervosität. Also ich bin einfach immer nur so, lass mich jetzt endlich spielen. Ja. Und überhaupt, wenn ich so das Intro spiele und es heißt, ja, es ist noch nicht 15 nach, wie zum Beispiel heute, um 23.15 Uhr fange ich ja an, ich werde schon um 10 nach dort stehen und mich fragen, warum kann ich jetzt nicht nur spielen? Warum lässt du mich nicht 5 Minuten früher anfangen? Ja, Timing ist alles. Timing ist alles. Aber für die Leute, die vielleicht heute zuhören beim Podcast und dich noch nicht so gut kennen, wie hast du gestartet? Wie hat das alles begonnen? Wie kam die Liebe und wie kam es zu sein, dass du gesagt hast, okay, DJ, it is? Okay, also ich habe mit 10 Jahren angefangen, Dubstep zu hören, exzessiv. Ich habe 2 ältere Brüder, die haben mich ein bisschen geprägt mit ihrer Rockmusik und Dubstep. Und ich habe mich einfach so in elektronische Musik verliebt in einem jungen Alter. Habe dann 5 Jahre lang in Dubai gelebt, wo man als Jugendlicher überhaupt keine Freiheiten hat. Also man kann nicht irgendwie einfach sagen, okay, man geht jetzt in einen Park und trinkt einen Spritzer und hört Drum and Bass auf Boxen, wie man im Burggarten damals einfach Drum and Bass auf Boxen gehört hat. Also ich hatte in der Zeit, also war ich 11 bis 15, da habe ich in Dubai gelebt und da habe ich Freunde gehabt in Wien, eben noch aus meiner Zeit davor, weil ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Die haben mir so erzählt, dass sie einfach eben Drum and Bass hören und dass sie ins Flex gehen mit ihren Fake-Ausweisen und so. Es ist halt so gewesen und ich sitze halt da in Dubai, voll abgeschottet, dort kommst du nirgendwo hin ohne Auto, kannst doch erst ab 21 fortgehen, es gibt keine Jugendclubs oder sowas. Also es war schon echt schwierig, diese ganze Zeit diese FOMO, dass du was verpasst, was du noch gar nicht kanntest, weil ich wusste nicht, wie es ist, in einen Club zu gehen. Fast forward, okay, 2016, meine Eltern haben sich getrennt, ich bin nach Wien zurückgezogen, war das erste Mal im Flex, ich war von, glaube ich, 11 Uhr, wo es aufgemacht hat, bis um 6 Uhr in der Früh dort, ohne jetzt irgendwie Drogenkonsum oder so, also ich war halt 16, das war mein erstes Mal fortgehen. Und alle meine Freunde so, hey, Selma, bist du so betrunken oder warum hast du so lange durchgehalten? Und ich so, nein, ich feiere einfach die Musik so sehr und ich habe sie davor schon gefeiert, aber dieses im Club stehen und surrounded sein von Leuten, die einfach alle so Bock haben auf dasselbe, alle hören dasselbe, alle denken vielleicht daran dasselbe oder denken an den Drop oder singen mit. Ich fand das einfach so ein euphorisches Gefühl, im Club zu sein, dass ich dann so süchtig nach dem Fortgehen war. Und so, glaube ich, so 2, 3, 4 Monate später habe ich mich dann langsam gefragt, warum sehe ich nur Männer auf den Bühnen? Das kann es ja nicht sein, wo sind die ganzen Frauen? Es war zu dem Zeitpunkt, wo ich viel fortgegangen bin, 2016, 2017, war die Gen X. Shoutout an Gen X, falls du das hörst. Die Janina ist jetzt mittlerweile auch eine gute Freundin von mir. Sie war so meine Inspiration, weil sie war Switch-Resident zu dem Zeitpunkt. Und sie war so das einzige junge Mädel, mit dem ich mich identifizieren konnte, wo ich mir dachte so, cool, das, was sie macht, will ich auch machen. Dann habe ich halt mir von einem Freund einen Controller ausgeborgt, habe dann einfach angefangen zu üben, YouTube-Videos zu schauen, habe dann angefangen, tatsächlich 3 Monate lang 30 Stunden die Woche beim Biller zu arbeiten. Das war während Corona, wirklich so 10 Stunden Dienste mit Maske im Sommer, einfach nur um Geld zu sparen, damit ich mir einen 4-Channel-Controller kaufen kann. Einfach nur in der Hoffnung, dass ich, wenn ich einen 4-Channel-Controller habe, so gut bin, dass ich dann voll durchstarten kann. Also ich war sehr zielstrebig und ich wusste, was ich will und ich hatte so viel Leidenschaft, dass auch das war beim Bilderhackeln war echt schlimm. Also Respekt an alle Leute, die jahrelang beim Biller arbeiten. Ich finde, das ist so ein Job, der underestimated wird, weil es ist echt schwierig, stundenlang da auf den Beinen zu stehen, überhaupt während Covid, die ganze Maskenpflicht, die ganzen Mit Leute. den Leuten, ja, es war, also ich weiß nur, dass ich mir selber sehr dankbar bin, dass ich da einfach durchgebissen habe und durchgehackelt habe, weil dann konnte ich mir auch das leisten, diesen Controller, und das war für mich so ein großer Step in die richtige Richtung, dass ich mir denke, ich habe jetzt meinen Arsch aufgerissen, ich darf ja schimpfen, ich habe mir meinen Arsch aufgerissen und ich werde so weiterhin meinen Arsch aufreißen und ich habe mir meinen Arsch so weit aufgerissen, dass ich jetzt auf der Mainstage Frequency spiele. Sehr gut. Wir kommen gleich nochmal zur Mainstage zurück. Ich möchte noch wissen, wie war der erste Auftritt? Weil du hast jetzt die Geschichte erzählt. Okay. We wanna know, was kam dann als nächstes? Der erste Auftritt. Ich kann mir vorstellen, Nervosität. Es war ein Sit-Down-Rave. Was? Es mussten alle sitzen. Das war während Covid, okay? Während Corona hatte ich meinen ersten Gig. Ja. Okay, weißt du, so ich dachte so, ich sehe jahrelang DJs auf der Bühne, wie sie dastehen und eine gute Zeit haben und alle Leute in der Menge schreien und zucken komplett aus. Und ich habe meinen ersten Gig und es müssen alle sitzen. Und ich habe so teilweise echt Neurofunk gespielt und das ist halt echt Heavy Music und alle mussten sitzen und teilweise sind sie dann auch aufgestanden und haben die Securities einfach den Strom gecuttet, weil alle, Nicht wirklich gesagt, setzt ja, euch, natürlich, das war schon, oft haben sie es probiert, bitte Ja, okay, setzt euch, ja. aber wenn der Neurofunk schirbt, dann
schirbt er und dann kann man sich halt nicht hinsetzen. Das nehme ich denen auch nicht übel im Flex. Aber beim zweiten Drop von Ikra, ist ein Tune von Guydra, das war mein Closing-Tune, den werde ich nie vergessen, haben sie mir einfach den Strom abgedreht, damit sich alle Leute hinsetzen. Also ja. Aber ja, nach dem Set war ich so, okay, ich weiß gar nicht, ob ich mir das so vorgestellt habe, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich DJ sein will, weil das hat sich jetzt nicht so arg angefühlt, aber jeder war nur so, ja, es musste auch jeder sitzen. Und ich glaube, es war 2 Monate später, habe ich in Bratislava gespielt, da waren die Regelungen etwas lockerer als in Österreich. Da gab es zwar Raves, aber man konnte raven, aber man musste eine Maske tragen. Und da habe ich auch so zu 500 Leuten gespielt und das war für mich so ein riesiger Schritt vor meinem Flex vor, keine Ahnung, 50, 60 sitzenden Menschen auf fast 500 Leute, die tanzen können oder dürfen, basically. Es war schon ein arges Gefühl, aber nach dem Gig wusste ich, okay, ich mache das jetzt. Ich habe mir den Arsch schon so weit aufgerissen, das war es wert. Ich mache es jetzt weiterhin gerne mit Freude. Aber schon dieser erste Auftritt, wo ich mir dachte so, okay, jetzt sitzen alle und ich habe mich überhaupt nicht so gefühlt, wie ich mir dachte, dass dieses Gefühl wird, wenn ich das erste Mal das, was ich stundenlang vorbereite, Leuten zeige. Dieses Gefühl war doch nicht so, wie ich es mir erhofft habe, aber es war natürlich den Umständen entsprechend nicht möglich, dass ich mich so fühle. Deshalb, ich bin sehr dankbar darüber, dass wir Corona hinter uns lassen konnten, dass Leute alle jetzt einfach raven können. Ich liebe es ja auch, wenn Leute auf der Bühne sind mit mir. Das ist so mein absolutes Favorite, diese 360-Sets, weil ich einfach so von der Energy von der Crowd lebe. So, ich ernähre mich davon und gebe es denen dann zurück. Es ist ein Exchange die ganze Zeit. Deshalb, die Crowd ist für mich einer der größten Gründe, warum ich noch jedes Wochenende mich in einen Flieger hau und ins Ausland fliege und dann eine Stunde spiele, einfach nur, weil diese Menschen, diese Gesichter auch so eine Freude bereiten. Nicht nur die Musik, also. Ja, du hast jetzt schon den Flieger erwähnt, du hast schon ganz am Anfang gesagt, so, du bist viel im Ausland unterwegs. Hast du das Gefühl, dass in Österreich gerade die Drum-and-Bass-Szene nicht so viel Chance hat, die Venues zu bekommen? Ich meine, im Sinne von, du sagst von dir aus, du spielst mehr draußen als jetzt unbedingt in Österreich. Ist ja eigentlich schade. Schon, ist so schade, aber es ist auch so, ich arbeite mit meinem Agent zusammen, er sucht sich die Gigs für mich aus. Also er ist aus England, also er ist sehr dafür, dass ich international mich voranarbeite, indem ich viele, viele, viele Shows spiele und es kann sehr, sehr anstrengend werden, aber es ist alles for the greater good, also er kennt sich da echt gut aus, er hat mir so Jahrespläne erstellt, wo er mich sieht in diesem Jahr, wo er glaubt, dass ich nächstes Jahr auf welchem Festival, in welchen Ländern ich spielen sollte, also er hilft mir schon extrem auszubranchen aus Österreich, weil es einfach auch ein wichtiger Teil für die Karriere eines Artists ist, überhaupt wenn man nur in seinem eigenen Land spielt, kann es oft einfach schwierig werden, auch dass viele Leute aus dem Ausland von einem hören oder beziehungsweise mehr Veranstalter ihn am Schirm haben, den Artist oder die Artist. Also ich würde auch sagen, dass mein Agent jetzt nicht aktiv viele Shows in Österreich absagt oder halt mir nicht weiterschickt, sondern es ist auch so, dass viele Veranstalter in Österreich schon ihre eigenen Locals haben und viele vielleicht mich nicht unbedingt als Headliner sehen und mich deshalb auch nicht buchen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es in Österreich keine Drum-Bass-Events gibt, das stimmt überhaupt nicht, es gibt unfassbar viele und ich würde auch so gerne bei so vielen spielen, aber ich habe einen Agenten, der sagt die Gage an, wenn die Gage nicht drin ist, darf ich nicht spielen. Ja. Also wenn ich es mir frei aussuchen könnte, würde ich, anstatt an einem Wochenende in 2 Flieger steigen zu müssen, würde ich einfach mit dem Zug gehen nach Vorarlberg. Dort sind die Partys immer so geil. Ja. In Konrad Sohm zum Beispiel, Shoutout ans Konrad Sohm, so fette Partys immer. Also ich liebe es in Österreich und ich spiele sau gerne in Österreich. Aber es ist nicht immer möglich, nur Österreich-Shows zu spielen und mein Agent ist da sehr so, du solltest in diesem Land spielen und da hast du noch nicht gespielt, da werde ich mal schauen, ob ich dich irgendwo reinkriege. Er wird sich erkundigen, ob irgendwelche Festivals sind, wo sie Artists brauchen. Also mein Agent ist schon aktiv dahinter, immer zu schauen, dass ich so viel Exposure wie möglich habe, aber halt auch die Exposure, die zu mir passt, zu meinem Level an Artist, weil ich bin ja noch recht klein und es muss alles in seinem eigenen Tempo kommen. Also ich versuche nicht zu überstürzen, wo ich wo, wann, wie spiele. Du hast es ganz am Anfang gesagt, du spielst ja heute als Opener. Und das ist natürlich so, du hast gesagt, du suchst dir die Tracks aus, du suchst dir die Liste, also du machst genau das, dass du allen einen guten Start den Leuten gibst. Genau. Wie ist normalerweise dein Prozess? Wie findest du Tracks? Wo sagst du, okay, das mache ich, da nehme ich das und das. Ich meine, das ist ja für jemanden, der gar keine Ahnung hat, so wie ich. Einfach, für mich klingt das so, wenn ich es höre und davor stehe, denke ich, wow, aber es ist ja eigentlich der Fuck, ja. Das ist ein absoluter Mindfuck. Also mein Prozess ist, also ich habe, sagen wir mal,
heute habe ich die Frequency, Mainstage, Oh mein Gott, Final Playlist exportiert auf meinen USB-Stick und drunter waren 3 andere Playlisten. Ich habe so eine First Selection, dann habe ich Close Selection und dann habe ich eine Playlist nur mit Double Drops. Und die ersten beiden Playlists sind einfach nur ganz viele verschiedene Lieder. Dass, wenn ich sie in Recordbox reinlade, sehe ich die Tonart. Das heißt, ich weiß dann ungefähr, die passen zusammen, die passen zusammen. Ja. Dann probiere ich sie, ob sie wirklich zusammenpassen. Dann nehme ich diese Lieder aus den Selection-Playlists und haue sie in die Double Drops-Playlist. Dann nehme ich diese 2 Lieder, die ich kombiniert habe, aus dieser Selection-Playlist raus. Das heißt, das Chaos wird weniger in der einen Playlist. Und ich fange immer an, immer mehr Lieder zu kombinieren, ordne sie in eine andere Playlist, bis die Selection-Playlist leer ist. Und ich weiß, okay, ich habe jedes Lied irgendwie sinnvoll kombiniert mit einem anderen. Und jetzt versuche ich sie in Gesamten zusammenzustückeln. Das heißt, ich schaue, wie will ich anfangen, welcher Double Drop ist so toll, oder hat einen langen Aufbau oder einen epischen Aufbau, dass das als Intro sich eignet, dann ordne ich das nach oben. Das hat jetzt zum Beispiel Key F Minor und dann werde ich drunter stapeln, alles was vom Key Sinn macht und auch von der Gestaltung vom Set. Also wenn ich jetzt ursanft anfange und der zweite Double Drop irgendein Organ-Neuro-Double Drop ist, macht das nicht ganz Sinn. Das heißt, ich orientiere mich viel an der Tonart, einfach nur damit es als Gesamtbild gehörlich passt und die Leute sich nicht denken, ich meine, niemand checkt eigentlich, wenn man Tonart wechselt. Ja. Ich check's aber und das ist dann immer für mich Grund genug, dass das einfach irgendwie Sinn ergeben muss. Und ja, also die erste Playlist Selection kombiniert in der Doubles-Playlist und dann die Doubles-Playlist in die Final-Playlist, wo das dann eine gesamte Wurst wird. Ich nenne sie immer eine Wurst. Ich radel die Wurst. Manchmal gibt es Wochenenden, da radel ich fast dieselbe Wurst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Abend in, sagen wir mal, Österreich spiele und dann einen Abend drauf in England und mir das Set so sehr gefällt, dann spiele ich natürlich zweimal dasselbe. Also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das macht niemand, das machen viele Artists. Und es ist ja auch nicht so, als ob die Person, die heute in Österreich war, am nächsten Tag in England ist. Also ich hoffe nicht, weil sonst wäre es enttäuschend, wenn sie dasselbe Set hören. Aber ich versuche schon aktiv immer... Oder sie wissen schon mal, auf was sie sich freuen. Oder sie wissen, worauf sie sich freuen. So kann man es auch sehen. Danke. Diese Sichtweise hatte ich noch nicht. Aber ja, nein, ich versuche echt aktiv immer, auch damit es für mich interessant bleibt, viel diese Blöcke von Double Drops hin und her zu schieben. Und deshalb, glaube ich, auch gefallen den Leuten meine Sets so, weil ich einfach immer Sachen kombiniere, wo beide das Original kennen, aber in der Kombination nicht. Und das freut die Menschen dann immer so. Deshalb, ja, es ist so eine Leidenschaft. Ja, man spürt das, man hört das hoffentlich auch im Podcast, dass du bist voller Energie. Magst du noch verraten, auf welchen Track du dich heute besonders freust? Vielleicht so ein bisschen, okay, der Podcast kommt erst nach der Frequency raus, deswegen dürfen wir es verraten. Ja, voll. Aber vielleicht für alle, die dich vielleicht verpasst haben, dass sie auch wissen, was sie bereuen. Ich spiele halt, glaube ich, ein Lied ganz alleine. Also ich müsste sagen, auf welche 2 Lieder ich mich freue, weil ich sie in Kombi spiele. Und das ist von Noisia und The Upbeats, Dead Limit, einer der ikonischsten Lieder in der Geschichte des Drum and Bass. Im Remix von Teddy Killers, gedoubledroppt mit AMC und Coven, Hooked. Es ist ein super epischer Aufbau und die Vocals von Katie von Coven, meine absolute Göttin, also ich liebe sie, ich möchte so sein wie sie ist der netteste Mensch, ich hoffe, du triffst sie heute oder kannst mit ihr reden, ich liebe sie über alles, sie ist so bodenständig, obwohl sie so unfassbar erfolgreich ist und deshalb alle Lieder, die ich spiele von ihr in meinen Sets, sind immer das Highlight für mich, aber auf jeden Fall diese 2 Lieder zusammen, Dead Limit, Teddy Killers Remix mit Hooked von Coven und AMC. Wenn ihr die beiden Lieder privat, original kennt, hört es euch jetzt mal an und versucht sie in eurem Kopf zu kombinieren, weil ich sag's euch, die Kombi ist so cool und es ist schade, wenn ihr es nicht gehört habt heute am Frequency. Aber ich habe es in einem Videoset von mir online, falls jemand mal den Podcast gehört hat und sich denkt, so jetzt müssen wir mal hören, was die da überhaupt machen kann an den Knöpfen und den Reglern. Ich habe auf YouTube, wenn man Euphoria DnB Portal eingibt oder Euphoria Boat Rave, ich habe nämlich am Attersee was haben wir jetzt gerade? August? Ja. Es war am Anfang Juni. Ich habe auf das Plakat geschaut, ja, es ist August. Was ist heute? Im Anfang Juni habe ich am Attersee auf einem Boot gespielt und es ist so eine Art 360-Rave geworden, weil es geregnet hat, also wir mussten im unteren Stockwerk vom Boot sein. Aber das Video beschreibt meinen Style vom Auflegen extrem gut. Viele Lieder, wo man mitsingen kann. Sehr heftige Drops, also ja, wenn jemand Lust hat, ein Euphoria-Set zu hören, könnte ich das sehr gut empfehlen, das findet ihr auf YouTube, wenn ihr eingebt Euphoria, Boat Rave und da ist dieser Double Drop mit Dead Limit und Hooked sogar drinnen, also ja, durchhören und dann freuen drauf.
Dann wissen die zumindest, was sie beim Frequency verpasst Dann wissen haben. sie, was sie beim... Oh, ich hoffe, ich kann nächstes Jahr wieder Frequency spielen. 100%, ich bin mir da sicher. Ich habe letztes Jahr gespielt und dieses Jahr und ich habe so Angst, dass sie sagen, oh, ein Jahr Pause könnt ja nicht schaden. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber du hast vor in unseren Social Media einen kleinen, wir machen hier immer so lustige, ich liebe sowas. Ja, ich auch. Bestes Trinkspiel, by the way. Ja. Da hast du verraten, du bereust ein einziges Outfit und das waren Boob-Tapes. Ja, nein, ein ganzer ein- Klebe-BH. also es war Ein ein ganzer Klebe-BH was. Oh, das ist ja noch schlimmer. Ja. Okay. Naja, das Top war Gott sei Dank nicht zu locker. Also der Klebe-BH ist nicht einfach rausgefallen. Aber ich habe halt gemerkt, wie er sich... Hühnchenfilets, die haben wir unten. Die schauen wirklich aus wie Chicken Wings. Ich habe früher Styling gemacht, wir haben sie immer Brustfilet genannt. Weil das ist looks like that. Oh ja, stimmt. Nein, Gott sei Dank, stell dir vor, du steigst doch da rein und dann picken sie auf deinen Schuhen die ganzen Der Abend. rutscht aus. Na, aber ja, voll, nein, ich hatte so ein rückenfreies Top. Es ja. war recht eng vorne. Oh, ich liebe rückenfreie Sachen, aber diese Boob-Tapes, die bleiben halt picken vorm Set. Aber sobald ich es dann mal auflege und ja, Boob-Sweat, it's a thing, Ja. don't judge me for it. Es riecht auch super gut. Ich weiß nicht, warum Boob-Sweat so gut riecht. Also es ist nie schön stinkender Schweiß, aber ja, Klebe-BHs bleiben einfach nicht wirklich picken. Nach einer halben Stunde sind sie sicher weg und dann nehme ich sie einfach elegant raus, ohne dass das jemand sieht, dass ich da Chicken Wings in meinem BH hatte. So, ich stopfe mir nicht meinen BH mit Hühnerbrüsten, ich schwöre. Falls sich wer erwischt. Ja, falls wer komisch schaut, ihr wisst wieso. Aber gibt es sonst irgendwelche lustigen Geschichten, die du on stage hattest oder vielleicht welche, die backstage passiert sind, die du vielleicht heute mit uns teilen magst oder darfst? Okay, warte, was ist mal passiert? Das war zu arg, das will ich gar nicht erwähnen, das tut mir schon fast leid fürs Mädel. Nein, das will ich nicht sagen, lass mich mal kurz überlegen. Backstage ist sicher schon mal was Arges passiert. Und eine lustige Geschichte, wo du dich immer gern zurückerinnerst und du vielleicht lachen kannst drüber. Naja, ja, okay, das erzähle ich jetzt nur, weil du so sympathisch bist. Danke. Also, ich weiß nicht, wo das war, ich würde lügen, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich sage, wo es ist. Aber der Tisch war wieder mal zu hoch, ich mit meinen 1,62. Teilweise komme ich zum Tisch hin und, okay, die Leute, die jetzt den Podcast ohne Video sehen, sagen wir mal, der CDJ fängt so circa da an, wo mein Brustkorb aufhört. Das heißt, ich würde so spielen und das geht halt nicht. Und mir macht es ja auch keinen Spaß, wenn ich für die Leute auch nur so ein kleiner Kopf bin, der raussteht. Also ich hatte mal eben so es waren so Hard Cases von irgendwelchen anderen Bühnen-Equipment-Sachen und da haben es mir halt 2 hingestellt. Und ich bin halt gestanden und eigentlich bin ich mit dem linken Fuß auf 1 gestanden und mit dem rechten Fuß auf dem anderen. Oh. Super gefährlich. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, mir das so hinzustellen, aber ich habe überhaupt nicht so weit gedacht, dass wenn ich springe, die mir ja davonrutschen. Ja, und ich bin komplett hingeflogen. Bin komplett ausgerutscht. Dir ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert. Das hat, glaube ich, auch niemand mitbekommen, weil ich einfach so schnell wieder oben war. Aber ich habe sie mir dann halt wieder hingeschoben mit meinen Füßen. Die waren urschwer. Also ich habe wirklich gestruggelt. Und das war so einer der Gigs, wo ich nicht mit meinen Freunden da war. Und meine Freunde hätten zwar kurz gelacht, aber sie hätten mir geholfen. Und ich habe es nur so über mich selber lachen können, aber mir selber helfen müssen. Und es hat natürlich alles gut geklappt. Ich habe mir auch nicht wehgetan, aber das war so einer der lustigen Momente, wo ich mir denke, das hoffe ich passiert nie wieder. Und jetzt immer, wenn mir wer was hinstellt, wenn ich sage, habt ihr was, worauf ich stehen könnte und sie schon mit so 2 Sachen kommen, sage ich so, na, also entweder findet es mir eine Sache, die etwas breiter ist oder wir einigen uns drauf, dass ich das mache, aber ihr die ganze Zeit drauf schaut, dass das nicht auseinanderrutscht. Ja. Weil, ja. Vielleicht müssen wir so eine kleine Mini-Trittbrettleiter irgendwie mitnehmen. Immer. Das wäre ja was. So Travel Essential. Ein kleines Podest. Naja, mein Agent hat schon gesagt, weil ich habe das meinem Agent lustigerweise, glaube ich, sogar erzählt gehabt, weil er fragt mich uroft, so schreibt mir auf WhatsApp am nächsten Tag, wie es war, also meine Auftritte. Und mein Agent hat mir wirklich teilweise dann, ich weiß nicht mal, was er gesagt hat. Ja, er hat gesagt, ich soll mal abmessen daheim, welche Tischhöhe angenehm wäre für mich. Und dann schreibt er das in dieses rein, Dokument dann, rein, wo zum Beispiel drinsteht, welche Getränke ich gerne haben möchte. Voll. Und ich dachte mir nur so, na, vielleicht du anstrengend für die Veranstaltung. Denken sie sich so, die will eine extra Wurst. Nein. Was sagst du, soll ich es machen? Ja, definitiv. Ja, mach's. Also kein Hinfliegen mehr. Aber es ist ja Ufahrt. Also ich würde auf jeden Fall das reinschauen, weil ich finde, das ist ja auch, es hat ja für jeden einen Vorteil. Ja. Die Menschen sind dich, du siehst die Menschen.
Du fliegst nicht mehr herum. Stell dir mal vor, der Veranstalter muss sich darum kümmern, wenn du dir dein Bein brichst währenddessen. Das wäre viel schlimmer. Wow, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ja? Wow. Allein? Okay, ja, stimmt, allein okay. Ich Versicherungstechnik. schreib das aber auch so rein. Bitte eine Erhöhung, damit, falls ich mir mein Bein breche, ihr nicht haftet. Ja. Das So. kriege ich fix. Das kriege ich Das ist fix, 100%. garantiert. 100%. Ich bin mir fast sicher, dass es ab sofort überall schon so Ja, voll. im Fest Für jeden steht. DJ. Die 2 Meter DJs Bass jetzt bis 2,15. Ist auch wurscht. Hier. Ist jetzt auch wurscht. Wir haben über die lustigste Geschichte geredet. Was sind die Herausforderungen? Weil du hast geredet davon, dass du viel reist. Ich kann mir vorstellen, du hast einen Freund, ich weiß nicht, ob ihr zusammen im gleichen Land lebt. Das Ja, weiß ich. in Wien. Ja, in Wien. Wie ist das, wenn ihr beide auftritt? Ist das eine Herausforderung? Dann sagst du, das geht sich noch aus, aber andere Sachen strugglest du mehr, wenn du deine Freunde nicht mitnehmen kannst. Was ist das? Ja, also das ist schon schade, dass ich nicht zu jedem Auftritt meine Freunde mitnehmen kann, aber ich müsste halt dann auch irgendwie von denen erwarten, dass sie immer ihre Flüge zahlen, also Ja. ihre eigenen. Ich kriege ja die Flüge so gut wie Ja. immer vom Veranstalter gezahlt, Ja. je nachdem, wo er mich bucht. Ja. Und ich liebe dann deshalb so Shows wie Frequency oder Ja. alles, was in Österreich ist, wo ich Leuten sage, einfach steigt in den Zug und kommt alle her. Wir saufen uns dumm und deppert, aber haben einfach eine gute Zeit. Und das Einzige, was ich wirklich als Herausforderung sehe, wenn mit dem ganzen Reisen, ist einfach das Alleine sein, weil mein Freund ist in einem Duo, also er reist nie alleine. Ja. Und von ihm merke ich dann halt auch immer, okay, sie sitzen stundenlang am Flughafen, Flug ist verspätet, 3-4 Stunden. Ich würde halt da immer alleine sein, er hat dann immer jemanden und erst seitdem ich mit ihm zusammen bin und weiß, wie es für ihn ist, dass er immer im Zweierpack reist, Ja. merke ich erst, wie lonely ich bin. Also ich habe das Ja. damals nie wirklich wahrgenommen, wie alleine ich bin. Alleine arbeiten ist anstrengend. Es ist überhaupt auch als Mädel, es ist so, Ja. man Ja. wird auch Ja. Scheiße, es ist, Ja. es ist so nervig, aber als Mädel wird man halt dann auch immer so, wenn man zu der Party kommt alleine, ist jeder so, brauchst du Hilfe oder so? Ich so, na, ich muss jetzt da hier spielen, so, weil niemand nimmt mich ernst genug. Ja. Aber das passiert so oft, es passiert immer weniger, Gott sei Dank. Also am Anfang war es noch viel schlimmer, ich habe da Horrorgeschichten über Leute, die nicht gecheckt haben, dass ich jetzt hier wirklich rein muss, weil ich auflegen muss, so teilweise Backstage, wo Schichtwechsel war bei den Securities Ja. und ich habe sogar ein Artist-Band. Und ich gehe zum Security und sage, hallo, meine Tasche ist da drin, so, warum lässt du mich nicht rein? Und er sagt, du bist kein Artist. Und ich so, wenn ich sogar das Bundle habe. Ja. Ich meine, Hast du das Gefühl, jetzt haken wir da ganz kurz rein, weil du es auch erwähnt hast mit Frau Ja, sein. ja. Hast du das Gefühl, dass es härter als Frau in der DJ-Szene I- ernst genommen zu werden und eben in der Situation, es ist ja nicht nur, dass man nicht nur vielleicht weniger gebucht wird, whatever, aber halt auch zum Beispiel, wenn du sagst so, du kommst rein und du wirst nicht ernst genommen vom Security. Hast du das Gefühl, dass es passiert dir öfter, einfach weil du Frau bist? ja, natürlich. Es ist leider echt so. Es ist so, man hat halt einfach als Frau zum Teil überhaupt in Drum and Bass einen Vorteil, weil es weniger Frauen gibt. Ja. Ich habe in meinem letzten Interview tatsächlich gesagt, dass es kaum weibliche DJs gibt in dem Bereich Österreich, Slowakei, Tschechien. Und mich hat damals dann auch ein Mädchen auf Insta angeschrieben und gefragt, warum ich das gesagt habe, weil es gibt ja eh so viele. Und dafür möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen und möchte auch jetzt richtig sagen oder besser sagen, in Relation zu Männern sind Ja. wir so wenige Mädels. Ja. Wir sind echt, also männliche DJs gibt es wie Fische im Meer und wir sind die paar Fische, die einfach nicht genug herausstechen können und einfach auch nicht diese Exposure kriegen, die sie teilweise verdienen, weil es halt auch mehr männerdominiert ist. Auch so. Ich meine, ich finde es super, dass mehr Veranstalter jetzt auch Frauen buchen Ja. und dass sie sich das so als Regel setzen oder als Ziel setzen, besser gesagt, dass sie halt 50-50 das so gestalten, dass das Line-Up zum Teil männlich, zum Teil weiblich oder divers ist, einfach allgemein einfach diverseres Line-Up haben. Aber ich finde als Frau, dass der Vorteil ist in Drum and Bass, dass man halt, dass die Nachfrage sehr hoch ist, Ja. eben weil es viele männliche Drum and Bass DJs gibt und dass daher weibliche Drum and Bass DJs sehr oft auch viel Aufmerksamkeit kriegen und Leute genau schauen, okay, Potenzial da, okay, wie gibt sie sich, verhält sie sich gut, wie legt sie auf, wie ist das Talent, weil heutzutage ist ja auch viel so, wie viele Follower hast du auf Social Media und Ja. du wirst auf einmal die ganze Zeit gebucht, also ist halt leider so. Es ist leider wirklich so. Und ich finde es schade, dass man heutzutage so viel auf Social Media posten muss, damit man relevant bleibt und dass Veranstalter dich dann als Grund sehen, dich zu buchen. Weil, sagen wir uns ehrlich, Veranstalter wollen mit dir Geld machen. Ja. Es ist halt simpel. Der Veranstalter bucht dich nicht, weil er dich super toll findet. Natürlich auch zum Teil, aber der Veranstalter will ja auch wissen, dass Das er... zweite Mal oft wird man gebucht. Also? Der Veranstalter will natürlich wissen, dass Leute sich freuen, dich zu sehen. Und da ist halt das Erste, worauf sie schauen, Social Media, leider.
Oder halt zum Beispiel selbstproduzierte Musik. Ich bin leider noch nicht so weit, dass ich sage, dass meine Musik, die ich produziere, so gut ist, dass die Welt sie hören kann. Also Aber du arbeitest dran. ich arbeite sehr, sehr, sehr fleißig dran. Jetzt im Sommer ist es ein bisschen schwieriger, weil ich jedes Wochenende in einem anderen Land bin und es sau anstrengend wird, daheim dann noch stundenlang vor dem Rechner zu sitzen und da zu schrauben, also zu produzieren. Aber es ist eine Top-Priorität für mich und ich arbeite schon seit über einem Jahr fest dran und bin mir auch sicher, dass ich bis Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres irgendwas geschafft habe, was gut genug ist. Ich habe ein paar Lieder, die ansatzweise gut sind, aber sie sind noch nicht perfekt und ich bin so eine Perfektionistin und habe mir schon so viel aufgebaut durchs Auflegen, dass ich mir denke, das, was ich jetzt release als erstes, so viele Leute werden drauf schauen und das judgen und ich will, dass das wirklich perfekt ist und ich will nicht überstürzen und mir denken, so viele andere weibliche Artists sind gerade viel am Auflegen, aber haben auch ihre eigenen Tunes draußen. Also ich versuche nie irgendwie nachzumachen, ich versuche wirklich treu mir selbst zu bleiben, weil ich denke mal, ich habe schon so weit geschafft, einfach nur indem ich in meinem eigenen Tempo gegangen bin, dass ich auch jetzt, wenn es um selbstproduzierte Tunes geht, so mir sicher sein will, dass das genau das Richtige ist, damit ich es nie bereue und mir denke, fuck, ich hätte es besser machen können oder ich hätte einfach nur warten müssen und mehr üben sollen, weil einfach die Übung ist so wichtig. Es ist ein sehr schwieriges Skill. Also DJ-Sets bauen ist ja nicht so schwierig, würde ich behaupten, aber Musik produzieren ist wirklich eine Kunst und Respekt an jeden, der das in so kurzer Zeit geschafft hat. Ich bin bei meinen 1,5 Jahren, circa 2 Jahren noch nicht gut genug, aber ich bin fest dran. Und ich glaube, es wird sich auszahlen. Das Warten wird sich auszahlen. Ich hätte 1000 andere Fragen noch. Ich glaube, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Ja, auch wenn es so viel Spaß macht, mit dir zu reden. Eine letzte Frage. Wir haben jetzt schon über deine beruflichen Zukunftspläne geredet. Was ist dein ganz persönlicher Wunsch, Ziel für 2024, 2025? So ganz personal. Gesund sein. Ich finde, Gesundheit ist so das Wichtigste. Ich meine, ich bin gerade Gott sei Dank an einem Punkt, wo ich mir denke, ich verdiene ganz gut, ich habe super Freunde um mich herum, meiner Familie geht's gut, aber so körperliche Gesundheit, so das eigene Wohlbefinden, dass ich mich psychisch gut fühle und auch physisch gut fühle, ist für mich, glaube ich, das Allerwichtigste. Deshalb, ich gehe gern trainieren. Ich schaue, dass ich sehr viel Zeit auf der alten Donau verbringe, dass ich sehr viel Zeit auch in der Früh nicht am Handy verbringe, dass ich aktiv versuche, nicht gleich aufs Handy zu schauen in der Früh, weil ich mir denke, so der eigene Körper und das Wohlbefinden des Körpers ist das Wichtigste und nichts anderes könnte das wieder gut machen. Also Geld kann alles gut machen. Die richtigen Freunde, mit denen man über Probleme redet, kann auch vieles gut machen, aber das eigene Wohlbefinden des eigenen Körpers ist so das Wichtigste. Sehr, sehr schöne letzte Worte. Auch gut, dass du mit der mentalen Gesundheit erwähnt hast. Ich glaube, darauf sollte man auf jeden Fall achten. Danke. Und das war Front of Stage with Euphoria!